Pass auf, wie teuer ist die Uhr? $135.000. 135.000 Dollar. Könnte ich 2 Oyster Perpetual 41 Tiffany dagegen tauschen? Oh. Weil die Leute nicht hinbekommen, es ist halt sehr, sehr stark gestiegen. Und zwar, Versuch. Ja. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute sind wir wieder bei Momentum, ja? Es ist die 3. Episode, die wir abfilmen und du deckst etwas ab, was auf meinem Kanal jetzt nicht so viel Platz findet, und zwar es sind Vintage-Uhren. Ja. Du selektierst das Ganze mit Liebe. Wir haben in der Vergangenheit extrem seltene Dates gesehen. Schaut doch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Falls ihr da etwas sehen wollt, sind tolle Videos von Uhren, die schon längst wieder weg sind. Ja? Das geht ganz schnell. Und du bist hier in Dubai schon seit sehr langer Zeit und ja, lebst halt dieses Thema Vintage-Uhr. Darüber hinaus gibt es auch bei dir viele so Kleinigkeiten. Auf der Website habe ich auch gesehen, du machst so ein paar Collectibles, ne? Ja. Und ja, was für Trendthemen oder so, was würdest du sagen, ist aktuell so das, womit man sich befassen sollte? Im heutigen Markt, ich sag mal so, Qualität sollte es im groben Augenmerk liegen. Alles, was hohe Qualität hat, plus Vintage Rolex, Sportmodelle, Daydates und dann Daydates mit seltenen Zifferblattvarianten. Okay. Und was hast du heute hier für uns vorbereitet? Ich habe viel Ende des Jahres abverkauft. Das sind noch ein paar Sachen, die ich da habe. Es sind ein paar schöne Sachen dabei. Fangen wir an mit Daytonas, Weißgold Daytona, Anfang 2000. Einmal mit Sodalite und einmal mit dem seltenen Grossolar Zifferblatt. Das waren ja eigentlich mal Uhren, die jetzt nicht so beliebt waren, ne? Am Lederband und so weiter. Wollt ihr jetzt, also wenn wir jetzt mal 5 Jahre zurückgehen, wo lagen solche Uhren dann? Ach, die 28.000. Okay. 29.000. Die ist jetzt gerade, die ist verkauft. Die ist für über 70.000 weggegangen. Oha. Ja, und die ist noch da, die liegt bei ca. 55. Also Sodalite als Stein oder generell diese Steinblätter sind ja so gut wie verschwunden. Wir sehen ab und an mal immer wieder Re-Editions. Eisenkiesel ist jetzt so ein Thema, was jetzt neu gekommen ist. Aber das hier ist quasi das Originale, ne? Ja. Also daraus ist das Ganze entstanden. Wann wurden solche Uhren gebaut? Es gibt das Sodalite-Zifferblatt auch schon für die Zenith Daytona. Die Zenith Daytona wurde gemacht von 88 bis 2000, aber ich glaube, das kam später. Die Weißgold-Variante kam erst Ende 90er Jahre, ich glaube 97. Das heißt, das gab es damals schon für 2-3 Jahre. Ah, okay. Wenn man jetzt so eine Uhr kauft, ne, worauf sollte man da achten? Gerade bei dieser Uhr, ich sag mal, das Zifferblatt ist das A und O. Da darf kein Hairline, kein Crack, am besten gar kein Schaden am Zifferblatt sein. Das ist so 80% des Wertes. Okay, sehr, sehr spannend. Zukunftsperspektive, also ich meine, das ist logisch, ne, ab und an. Sodalite hatten wir dieses Jahr auch einmal da. Ich würde jederzeit zu sowas greifen. Ne? Also Rolex wird nie wieder Steinblatt so in dieser Art wahrscheinlich machen und es ist sehr, sehr selten und ja, genau, von daher spannende Modelle. Wenn wir jetzt weitergehen. Jawohl, bleiben wir mal. So. Wunderschön. Diese Uhr ist ein Traum. Ich muss erst mal kurz Luft holen. Das ist eine 1680 aus der ca. 5 Millionen Seriennummer, das heißt ca. 1978, 18 Karat Gold mit einem, ich muss die Worte finden, Karamell-Zifferblatt. So mit diesen Seriennummern, was du da sagst, ist das so ein Thema? Also ich meine... Also ich sag mal, wenn wir Uhren kaufen ohne Papiere... Also die Leute haben halt, also jetzt, wenn wir von der Basis anfangen, Seriennummern, die wurden halt vergeben, aufsteigend, ne? Also was für ein Indikator bietet so eine Seriennummer? Die Seriennummer ist eine Identifikationsnummer für das Gehäuse und zwar, die kodiert quasi das Manufakturdatum. Okay. Nicht das genaue, es ist ca. 90% genau. Nicht Verkaufsdatum, ne? Ja, sehr wichtig. Das Manufakturdatum, genau. Und wenn ich sage 5,5 Millionen Seriennummer, dann ist das ungefähr eine 78er Uhr. Oh, okay. Und das Buchstabensystem wurde ja später eingeführt, ab 87. Und das wurde dann eingestellt irgendwann das wurde dann Scrambled genannt, ich glaube um die 2010 rum. Wenn wir jetzt bei dem Thema Zustand sind, ne? Um jetzt mal so eine Guideline zu geben, zum Beispiel hier sind jetzt Kratzer drauf, hier, ne? Ich sag mal, man beurteilt den Zustand einer Vintage-Uhr nicht wirklich an den Kratzern. Kratzer können in 10 Minuten wegpoliert werden, dann haben wir keine Kratzer. Was heißt denn der Zustand dann? Das heißt, wir nennen das healthy, das Gehäuse muss healthy sein. Das heißt, erstmal die komplette Uhr muss homogen sein. Das Band, das Gehäuse, die Lünette, das muss... Das Band hat ja auch Erkennungsmerkmale. Genau, auf der Schließe sind dann die Stempel drauf. Nicht bei allen, bei vielen sind die drauf. Der Zustand, das Gehäuse muss scharf sein, das muss noch die Kanten retainen, also Kanten zeigen. Der Schliff muss einigermaßen noch der Originalschliff sein, auch wenn die mal poliert worden ist. Wir gehen davon aus, dass sie vernünftig poliert worden ist von Rolex und dass der Schliff wieder draufgesetzt wurde, wenn er mal runter war. Das Gehäuse sollte idealerweise keine Schrammen, keine Dellen haben. Es muss einfach healthy sein, das heißt,
Das muss auch dieses Gewicht, diese Stärke haben, die du jetzt, also mal hier, die Anstöße, die müssen eine gewisse Breite haben. Ah, okay. Die Löcher, die Anstoßlöcher für die Springbars, die sollten nicht wirklich am Ende des Gehäuses sein. Da muss noch ein bisschen Fleisch dazwischen sein. Ja, also sie muss sich einfach nur gut anfühlen. Okay. Und jetzt bei dieser Uhr zum Beispiel, sah die Uhr immer so aus? Also war das Blatt immer in der Farbe? Nein, und zwar die Lünette ist noch blau, das Zifferblatt war mal blau. Das war blau? Ja, und das wirst du sehen, an den Rändern des Zifferblatts siehst du das Blau noch ein bisschen. Stimmt, da ist noch vorhanden. Also da ist, zumindest erkennt man da ein bisschen was. Spannend. Und wieso verfärbt sich sowas dann? Es gibt verschiedene Faktoren, einmal Feuchtigkeit, UV-Licht. Am besten würde ich sagen, wissen wir nicht, wie es geht, weil sonst fangen Leute an, das artificial zu machen. Ja. So eine Uhr normalerweise kostet um die 40.000, 45.000 $. Die hier jetzt mit dem Zifferblatt kostet fast das Doppelte. Ja, lass uns weitermachen mit eigentlich deiner Disziplin. Day-Date. Day-Date-Uhren. Wir haben bis jetzt in jedem Video wirklich sehr, sehr tolle Day-Date-Modelle gesehen. Und das hier aktuell natürlich, ja. Pass auf, wie teuer ist die Uhr? 135.000 $. 135.000 $. Könnte ich 2 Oyster Perpetual 41 Tiffany dagegen tauschen? Oh. Weil die Leute nicht mitbekommen, es ist halt sehr, sehr stark gestiegen. Und zwar, ja, das ist das, woher die Oyster Perpetual 41 kam. Also das war der Ursprung. Rolex hat damit in den 70er Jahren angefangen. Ja. 70er Jahren Tiffany Stellar. Und das hier ist der Ursprung. Ja, das ist eine Turquoise Stellar Diamond Dial. Die Uhr ist von ca. 1978. Das ist eine Referenz 1804. 4 heißt, dass die eine Factory Set Weiß-Gold Diamantlünette hat. Wow. Die wurde normalerweise auch nur mit einem Diamant-Zifferblatt ausgeliefert. In diesem Fall mit einem Stellar-Zifferblatt. Wunderschön. Und sogar noch alle Leuchtpunkte alle da, intakt. Zeiger original. Das ist heute auch sehr schwierig zu finden. Manchmal lösen die sich, ne, und einfach... Die krümeln ab, aber ich sag mal, das wäre ja dann natürlich, das ist ein leichter, ich sag mal, ein Qualitätsverlust, ja. Aber es ist noch schlimmer, wenn dann irgendwie... jemand versucht, das wieder drauf zu machen oder wenn die Zeiger dann ausgetauscht werden. Man muss ganz ehrlich sagen, heutzutage, wenn man eine Uhr kauft, kann man nicht davon ausgehen, dass die Zeiger original sind. Also man muss wirklich nachfragen, ob die original sind. Der neue Standard quasi geht dazu, dass solche Uhren akzeptiert werden, auch ohne Originalzeiger. Es ist ein bisschen schwierig für mich, das zu akzeptieren. Für jetzt so eine Uhr, ne, du sagst 135. Ja. So, woher kommen die Uhren? Wo war sowas vor 5 Jahren? Also die gleiche Uhr, sage ich mal, vor 1,5 Jahren ist für ca. 75 verkauft worden. Okay, also schon signifikant mehr dann. Ne? Wo siehst du so eine Uhr in der Zukunft? Ich sag mal, mit dem, wenn wir jetzt diesen ganzen Hokuspokus, der im heutigen Markt abgeht, ein bisschen ignoriert und sagt, okay, wir haben jetzt ein organisches Wachstum, 5 bis 7 Jahren könnte eine Viertelmillion kosten. Mhm. Sehe ich auch so. Also es ist halt ist Emaille gebrannt. Ne, wir hatten in den anderen Videos auch schon darüber gesprochen. Insbesondere halt die Farbe ist wunderschön und viele Leute möchten genau das haben. Und wenn ihr mal selber auf Chrono schaut und versucht da was zu finden, es wird sehr schwierig. Ne? Ein bisschen schwierig. Und du hast hier noch einen sehr flashy Piece liegen, diesmal in Gelbgold. Das ist eine 1803, eine sehr frühe ist das. Die ist von 78. Und zwar, da würde ich sagen, die Farbe ist Tangerine. Das ist nicht wirklich orange. Das ist ursprünglich, glaube ich, orange gewesen. Das ist so ein bisschen ist rötlicher. Kleiner Rotstich, ne? Genau. Wo liegen wir jetzt hier preislich? Knapp unter 50.000 $. Das ist ein immenser Preisunterschied, ne? Ja. Wenn man sich anschaut. Also hier, wenn ihr euch für Stellar-Uhren so interessiert, ne, da muss man nochmal, denke ich, tiefer in Research reingehen, um halt festzustellen, okay, welche Farbe, zum Beispiel das günstigste ist ja Ochsblatt, ne? Ja. Das ist das unbeliebteste. Würdest du sagen, dass man Ochsblatt eventuell sich nochmal anschauen sollte heute oder ist das uninteressant? Ich glaube, ich sag mal, es ist in der Vergangenheit ja immer so gewesen, dass Sachen, die irgendwie vor 5 Jahren nicht so beliebt waren, dass die heute beliebt sind. Und ich denke, dass das Ochsblatt auch irgendwann zurückkommen wird. Auch deswegen, weil alles andere fast unbezahlbar ist. Okay. Ja, apropos unbeliebte Uhren. Gerade in Deutschland ist eine Sache damals populär gewesen, und zwar dieses Thema Borke. Ja. Das ist ein spezielles Design, was so nie mehr, also woher ist das? Also ich meine, wie kommt man auf die Idee, einen Baum unterzubringen, so auf dem Armband? Ich finde, es macht die Uhr so ein bisschen royal, ein bisschen königlich. Also dieses Verzierte ist schon Das ist schöne Verzierung, fancy. Das geht auf die Lünette drauf und auf den Centerlinks, also auf den mittleren Gliedern des Gehäuses. Und ich finde, das ist ein schöner Akzent und es ist jetzt nicht so klassisch. Nicht mehr so klassisch wie eine ganz einfache 1803 oder hier mit einer Fluted Bezel und ganz normale Finishing. Und ich liebe Borke auch hier. Ich habe hier eine Pink Gold. Die ist was seltener und hier habe ich auch eine grüne. Auch mit dem Finish. Genau. Sehr krass. Das ist ein Ferritblatt. Ferrit ist sowas wie, nicht Katzengold, aber ist ein Mineral. Okay. Das ist ein Mineral und das kann auch von Blatt zu Blatt anders aussehen. Das heißt, Steinzifferblätter würde ich sagen, every stone dial is a unique piece.
Aber es ist spannend, ne, dass Rolex jetzt auch wieder anfängt, sowas unterzubringen in der Kollektion. Finde ich wirklich sehr, sehr toll. Wo sind wir jetzt hier preislich? Preislich sind wir bei circa knapp unter, um die 35.000 $, aber mit Boxpapier. Überleg mal bitte, ihr wollt eine Eisenkiese kaufen. Eisenkiese kostet aktuell 70.000 € und die wird noch lange in Produktion sein. Es ist unglaublich, dass so eine Uhr so günstig ist. Also krass, ne? Also von den Produktionszahlen, da müssen wir ja nicht drüber sprechen, ne? Was für ein Thema, das ist crazy. Also es gibt keine Logik mehr im Moment. Wenn man die Preise der neuen Modelle anguckt, dann müsste ich eigentlich sagen, müsste hier fast alles 2- bis 3-mal so teuer sein. Ja, also einfach nur um die... Also das ist ja, die Uhr hat ja Geschichte, zum Beispiel aus welchem Jahr ist das hier? Die ist von 98. Guck mal, wie viel Zeit, das sind jetzt weit über 20 Jahre. Ja, über 20 Jahre. Und damals war ja noch eine ganz andere Zeit. Ne? Was für ein Blatt haben wir hier? Das ist ein Fossilzifferblatt, das heißt, es ist ein Fossilized Stone. Krass, cool. Also das ist fast, ich würde sagen, das zweitälteste Material, was Rolex für Zifferblätter benutzt hat, nach Meteorit. Meteorit ist das älteste. Genau. Und danach kommt, glaube ich, das hier. Ja, cool. Was haben wir sonst noch auf dem Tisch liegen? Dann haben wir noch ein paar Sportmodelle. Und zwar fangen wir an hier mit einer Rolex Explorer 2 Steve McQueen. Steve McQueen hat niemals einen getragen, aber ich nenne sie trotzdem Steve McQueen, weil sie einfach cool ist. Ja, also die ist, die Uhr wirst du schon sehen, wenn du in der Hand hast. Die ist, sag mal, Neuzustand ist nicht weit weg. Wow, das war so eine Uhr. Andrea Finamore, ein Hemdenhersteller, den ich sehr schätze, der hat die damals gekauft. Die Italiener, die hatten immer eine Verbindung auch zu dieser Explorer. Bei uns auf dem deutschen Markt jetzt hier, ja, ist ein interessantes Modell, wird jetzt nicht so oft nachgefragt. Vom Preis her jetzt wieder. Ja? Also wir haben in den letzten 6 Monaten einige verkauft. Das ist das Beste in Jahren. Unpoliert, fast neu. Die ist schon verkauft. Preis knapp unter 50.000 $, was schon sehr hoch ist, aber ist auch eine der besten, die ich je gesehen habe. Und jetzt, wenn wir weitermachen. So, dann gehen wir mal zur Submariner. Hier haben wir eine 5513 mit einem Maxi-Zifferblatt. Maxi heißt, dass die Lumplots, die Leuchtpunkte, größer sind und nochmal durch dieses quasi gewölbte Glas nochmal vergrößert werden. Okay. Und worauf sollte man jetzt bei diesen Uhren, jetzt im Speziellen bei dieser 55113 achten? Weil, wenn man auf Chronos eingibt, kommen ja sehr, sehr viele. Ja. Also ich sag mal so, die 5513 wurde gebaut von ca. 1959 bis 87, 88. Wow, schon eine der längsten Produktionsruns. Aber ein Sammler könnte sagen, ich werde nur 5513 sammeln und der wird ein schwieriges Leben haben, alle zu finden. Also es sind sehr viele Varianten gemacht worden. Am Anfang Gilt Dials, dann waren das die ersten Matte Dials, die in 3, 4 Versionen kamen. Und die Maxi-Dials kamen mehr oder weniger in ca. 1977 und die wurden auch in 5 bis 6 Zifferblatt-Varianten gemacht. Was wichtig ist bei der Uhr, abgesehen von, okay, die ist original und der Zustand, ist die Konfiguration. Weil die Seriennummer, die ist gekoppelt mit einer Zifferblatt-Variante. Also. So, okay. Also ich sag mal, man könnte theoretisch, weil es das gleiche Werk ist, ein Zifferblatt einbauen, was 10 Jahre älter ist. Ja, genau. So, aber in unserer Welt, wo wir, sage ich mal, korrekte Uhren haben, korrekt im Sinne haben, authentische Uhren haben wollen, sollte diese Konstellation, die Konfiguration auch stimmen. Und es ist manchmal schwierig, weil in den alten Jahren wurde teilweise Sachen ausgetauscht, ohne böswilligen Intention, einfach weil ein Zifferblatt nicht gut war, wurde ein anderes eingebaut und für den Kunden sah das genauso aus. Ja, und jetzt heute geht die Uhr auf den Markt und wird verkauft und dann sagt man, aber es stimmt nicht. Und dann überlegt der Verkäufer und sagt, ja, ich war bei einem Uhrmacher, das Zifferblatt da angelaufen und ich habe mir das austauschen lassen, weil er das gerade da hatte. So, damals war das kein Thema, weil damals war es nur eine Uhr, heute ist es ein Asset. Wo lag sowas jetzt, sagen wir mal, in den 80er Jahren? Ich glaube unter 1.000 €. Unter 1.000? Also in den 80er Jahren wurde ja eine Paul Newman für 2.500 $ verkauft. Oder wir hatten einen Aufpreis gehabt von 800 $, circa 3.300 $. Ich schätze mal, die lag bei 700 $, 800. Und heute sind wir? Heute liegt die hier, weil die im unpolierten Zustand ist, bei knapp 24.500 $. Cool. Aber again, Vintage macht Spaß, wenn die Qualität stimmt und die hast du halt einen Zustand, der wirklich den anspruchsvollsten Sammler, sage ich mal, zufriedenstellt. Cool. Und hier sind wir ein bisschen moderner, oder? Ja, ich habe noch eine im Vintage-Bereich. Das ist eine 1675 GMT mit einer richtig schönen Patina. Wow. Wow. Und du wirst gemerkt haben, die fühlt sich genauso an wie die anderen. Die ist auch unpoliert. Also da sieht man, wenn ich da drauf gucke, das macht Spaß. Ne? Das ist einfach von den Leuchtpunkten, wie sich das ganze Blatt verfärbt hat. Da sieht man, dass die schon wirklich eine Geschichte hinter sich hat. Ne? Kennst du eigentlich so den Verkäufer? Also gibt es manchmal so Geschichten hinter der Uhr, dass du sagst, ja, ich weiß, dass die jetzt sagen wir, aus erster Hand kommt oder dies und das? Nicht oft. Das ist so der aufregendste Teil unseres Berufs, sage ich mal, zu wissen, wo eine Uhr herkommt, die Provenance, ein bisschen Geschichte dazu. Leider in den seltensten Fällen. Also die Uhr, kann ich sagen, ist jetzt knapp seit 12, 13
13 Jahren im Privatbesitz gewesen von doch, einem Sammler. Okay. Ja, und das ist immer gut für uns, wenn ein anspruchsvoller Sammler die Uhr lange behalten hat. Ne? Und natürlich freuen wir uns, dass wieder rauskommt jetzt, von dass er die verkauft, sonst hätten wir sie nicht hier. Die Geschichte, die ist so ein i-Tüpfelchen. Sehr, sehr cool. Okay. Und sonst? Die hat natürlich auch jetzt glücklicherweise auch. Hier haben wir ein bisschen mehr. Ne? Zum Beispiel die Box habe ich noch nie gesehen. Die gab es bei mir noch nie. Das ist eine Wufco-Box. Ja. Und die wurde nur für den amerikanischen Markt gemacht. Und jetzt kannst du die Papiere angucken. Die ist jetzt wahrscheinlich aus Deutschland, die Uhr. Ne? Wenn man das zusammenmixt, ne? Guck mal, die sind noch nicht. Die sind sehr. Riech mal dran. Die wurde gut gelagert. New Orleans. New Orleans. Ja, das passt dann alles zusammen. Ne? Auf solche Sachen muss man auch wissen. Hast du das über die Jahre, hast du es irgendwo nachgelesen? Sowas zum Beispiel? Ich hab's gelernt. Also ich sag mal, ich habe es gelernt, weil ich es mal falsch gemacht habe. Ich habe eine Uhr gekauft, die wurde, ja natürlich, ein saudisches Zifferblatt und auf einmal ich sage, ja, die hat auch Papiere, Spitze, Hongkong. Ja. Also, so habe ich es gelernt. Aber kann doch sein. Sagst du nein? Kann nicht sein. Das passiert auch auf Auktionen manchmal. Da muss man ganz genau gucken, wenn du die Uhr ansiehst. Die hat ein Logo drauf. Wow, Hammer. Box und Papiere und Büchlein und alles dabei. Alles klar, gekauft. Ne? Und dann kommt die Uhr und sagt, Papiere ja, aber von wo? Ja, also, das muss man das heißt, die Logo-Dials müssen auch immer zum jeweiligen Auslieferungsland passen, genau. Sonst wurde da irgendwie dran rumgedoktort. Ne? Ja, also man muss gucken, wenn man nur Papiere kaufen will, muss man auf eBay gehen, dann kannst du Papiere für $300 kaufen und draufschreiben, was du möchtest, wenn du gut bist. Ich sag mal so, man sollte so viel wie möglich tun, um zu gucken, dass die Uhr echt ist. Ja. Und jetzt das Letzte, was wir hier haben, ist eventuell etwas auch für die Zuschauer, die jetzt neu anfangen. Ne? Definitiv, also sehr, sehr starker Trend und zwar seit locker circa 1,5, 2 Jahren gehen die Neo-Vintage-Modelle, sage ich mal, die ich klassifiziere als Übergang von Plexiglas-Sportmodellen, Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, bis zu den, ich sag mal so, Anfang 2005, 2007 um den Dreh. Das ist so die neue Klassifizierung Neo-Vintage, sage ich mal, hat so ein bisschen was von den alten Modellen, wie die Gehäuseform, ein bisschen was von den neuen, also gerade die Eigenschaften, dass die Uhr jeden Tag im Pool getragen werden kann, wasserdicht ist, Saphirglas hat, sage ich mal, das ist dieser Neo-Part. Und Vintage ist einfach, dass die originale alte Gehäuseform und die alten Zifferblattvariationen retained wurden. Sehr stark im Verkauf gerade, also immer wenn wir eine da haben, gehen die ganz schnell weg. Hier haben wir eine da, die eine relativ frühe ist. Die hat eine ganz leichte Patina, aber die Leuchtpunkte und die Zeiger sind immer noch Tritium. Cool. Das 14060. Genau. Das war meine erste Uhr oder ist nach wie vor meine erste Uhr. Die Two-Liner Re-Edition, ne? Also damals haben die neu gemacht, nicht Chronometer zertifiziert, auch eine Uhr, die ich absolut empfehlen kann. Ich meine, war meine erste Uhr damals, was gekostet, als ich die bekommen habe, 2013, 3000 Euro waren das damals. Absolut coole Uhr und einmal gekauft, ein Leben lang behalten, genau. Immer anziehen. Also wenn jemand reinkommt und sagt, ich möchte meine erste Uhr kaufen, also wenn ich keine kleine Datejust haben möchte, dann ist es die. Aber die, muss man sagen, sind auch schon vom Preis her wirklich teuer. In Deutschland zahlt man aktuell, wenn man eine gute haben will, komplett Box Papers, kommt ein bisschen drauf an, welche Lünette, also mit Flat 4 oder nicht, zahlt man schon so fast 12.000 Euro. Denkst du denn, sowas werden wir irgendwann mal bei so 20 sehen oder sowas? Meinst du, sowas geht auf 20? Ich nehme an, ja. Das ist eine Frage der Zeit. Ich glaube nicht, dass sowas sehr schnell passieren wird, weil im Moment geht der Preis sehr schnell hoch gerade. Wenn sich das wieder gelegt hat, wenn der Markt sich ein bisschen stabilisiert, dann hast du eine Langzeitausschau, sage ich mal. Definitiv irgendwann 20.000 erreichen. Cool. Wann ist die Frage, aber die wird auf jeden Fall nicht runtergehen. Ja, vielen, vielen Dank für das Zeigen von den ganzen Modellen. Ja? Sehr gerne. Und wir werden uns bestimmt wiedersehen bei meinem nächsten Besuch. Falls ihr Interesse habt an irgendwas, was ihr hier seht, unten ist alles in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.